In der letzten Folge sind wir östlich an den Liparischen Inseln vorbei nordwärts bis Kap Palinuro gesegelt. In dieser Folge geht es weiter die italienische Westküste entlang nach Norden. Sabina versucht Schleichwerbung für unseren Segelverein zu machen und wir finden einen angenehmen Ankerplatz bei der Insel Procida. Ja, vor Kap Palinuro hatten wir ja ein bisschen Probleme mit der Backbordmaschine. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass eigentlich nur ein bisschen Luft in die Dieselleitung reingekommen ist und nach dem Entlüften ist er wieder problemlos gerannt. Dabei entdeckte ich ein ungewöhnliches Schütteln des Motors im Leerlauf. Ich dachte, dass einer der Silentblöcke abgerissen wäre und wir gingen dem auf den Grund. Ich bin gerade dabei, den Silentblock hinten auf unserem Backbordmotor auszubauen. Da dürften nämlich die Gummiverbindungen abgerissen sein. Und ich hoffe, dass ich den Block ausbauen kann und durch irgendein Provisorium einmal ersetzen kann, damit wir zumindest die Maschine zeitweise benutzen können. Ansonsten wäre ja das Ganze so, dass mit der Zeit alle anderen auch abreißen würden, wenn einer fehlt. Ich habe jetzt den Gummiblock freigelegt. Das ist das Fundament vom Motor, der auf dem Gummiblock aufsitzt. Und habe festgestellt, dass die Gummiblöcke eigentlich gar nicht abgerissen sind. Warum sich der Motor so schüttelt, weiß ich nicht. Wir werden jetzt auf alle Fälle das so machen, ich schraube es wieder drauf. Und wir werden dann schauen nach dem Starten, bei welcher Drehzahl er am ruhigsten läuft. Und mit diesen Drehzahlen werden wir dann fahren. Und wir werden hier nichts mehr drauf tun, sondern das Klumper, das hier drinnen ist, woanders hin tun, sodass man nach dem Starten und Gas geben jederzeit die Klappe aufmachen kann und schauen, wie sehr sich der Motor schüttelt oder nicht. Ich glaube, das ist dann etwas für den Winter, den Motor rausheben und neue Gummiblöcke einbauen. Aber ich bin auch froh, dass das jetzt nicht passiert ist und dass wir eigentlich weiterfahren können. Zuerst die Scheiben, dann der Sprengring. Ja. Das war ein 17er, gell? Und die andere weiß ich nicht, was war. Die große ist ein 19er. Auch unser Wassermacher funktionierte nicht mehr richtig. Eine der Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten, war abgerissen. Die provisorische Reparatur mit einer Zwinge schlug fehl. Und so konservierten wir ihn, um ihn außer Betrieb zu nehmen.
Wir passieren den Hafen von Acchiaroli. Gegen Mittag erreichen wir den kleinen Hafen San Nicola. Unser erstes Zusammentreffen mit den italienischen Ormeggiatori. Ja, da drüben steht ein Sonnenschirm und da sitzen die zwei drunter. Ja, genau. Sabinas vergeblicher Versuch für unseren Segelverein OSIG Schleichwerbung zu machen. In Porto Nicola konnten wir zumindest unsere Wassertanks füllen und uns ein Eis kaufen. Der Supermarkt war am Samstag um 1:30 leider schon zu, sodass wir keine weiteren Vorräte kaufen konnten. Das macht aber nichts, wir sind ja gut ausgestattet noch von Griechenland. Da wir in San Nicola über Nacht nicht bleiben konnten, fuhren wir weiter das kleine Stück bis zum Ankerplatz östlich des Kaps Licata. Obwohl wir deutlich außerhalb des Schutzgebietes rund um Kap Licata ankerten, wurden wir am späten Nachmittag von der Küstenwache sowie auch mindestens 40 andere Boote in den ungeschützten Teil der Bucht vertrieben. Am nächsten Tag sind wir dann relativ zeitig gestartet, haben das Kap Licata gerundet und haben Kurs genommen auf die Durchfahrt zwischen Capri und dem Festland. Wir nutzen heute ein Schwachwindfenster, um vom Kap Licata bis nach Capri oder Ischia zu kommen. Auch hier hatten wir gerade so viel Wind, dass wir Motorsegeln konnten. Das ging aber relativ gut mit beiden Segeln draußen und 2000 Touren kamen wir meistens so auf 5 Knoten und konnten in 6 Stunden die 30 Meilen bis Capri zurücklegen. Heute gibt es Sonntagfrühstück. Ein weiterer Grund dafür ist, dass uns das Obst ein bisschen ausgegangen ist.
ausgegangen? Bisschen. Wann kommt das Brot in den Ofen? Später, wenn es gut aufgegangen ist. Wie lange wird das dauern? Keine Ahnung. Unterschiedlich. Nachher war es dann ein bisschen diffizil, es war sehr wellig, es waren Kreuzseen und eigentlich bin ich erst am Schluss drauf gekommen, dass das weniger Wellen vom Wind war, sondern von den zahlreichen Schlauchbooten, Motorbooten und Fähren, die zwischen Capri, Ischia, Procida, Neapel hin und her gefahren sind. Und als wir dann kurz vor dem Ankerplatz auf Procida waren, war es so, dass derartig viele Wellen waren, weil die Boote alle zurück in den Hafen in Richtung Neapel gefahren sind, dass das schon autobahnähnliche Zustände angenommen hat. Also es waren nicht zig Boote, es waren hunderte Boote gleichzeitig unterwegs. Was willst du noch machen? Wenn du stehen bleibst, kommt der nächste. In der nächsten Folge motorsegeln wir an Ischia und Ventotene vorbei nach Ponza. Dort warten wir auf den angesagten Scirocco, um weiter nordwärts zu segeln.